Es fällt Leuten immer wieder schwer zu glauben, dass wirklich all mein Besitz in mein 20 Quadratmeter Tiny House passt. Ich meine, klar, mein Fahrrad schläft draußen und ich habe ein paar T-Shirts und eine Hose bei meinem Freund in der Wohnung gebunkert, aber ansonsten ist wirklich alles hier drin. Was das genau ist und worauf ich im Tiny House verzichten muss oder auch nicht, das seht ihr heute. Wie immer hier natürlich der Hinweis, dass das nur meine eigenen Erfahrungen sind. Was für manche schon übertrieben oder umgekehrt für andere asketisch erscheinen mag, ist für mich vielleicht genau richtig. Dieses Video soll also nur zur Inspiration dienen und keinesfalls als Anleitung, was man besitzen darf und was nicht. Beginnen wir mal mit der Küche, weil sich da die meisten Leute sorgen, dass man im Tiny House auf einiges verzichten muss. Meine Küche ist ziemlich groß, aber bedenkt, dass auf dieser Fläche nicht nur auch die Waschmaschine Platz findet, sondern dass ganze 3 Schubladen in diesen Schränken jeweils Büroartikel, Elektronik und andere Dinge beinhalten. Stauraum ist also durchaus begrenzt. Trotzdem habe ich es geschafft, hier eine Spülmaschine und einen großen Kühlschrank mit Gefrierelement unterzubringen. Um Platz zu sparen, bewahre ich die meisten Töpfe auf dem Herd selbst auf, da man das Gaskochfeld sowieso für nichts anderes nutzen kann, weil es eben nicht abgedeckt werden kann bzw. sollte, können hier sehr dekorativ diese 3 Töpfe stehen und ich habe unten genug Platz für 2 Pfannen und einen ganz großen Topf. Was ich nicht habe und was immer viel Platz braucht, sind viele Küchengeräte. Ich habe einen Standmixer und einen Stabmixer, aber bei mir gibt es zum Beispiel weder eine Kaffeemaschine, noch einen Toaster, noch einen Sandwichmaker, Eierkocher, eine Fritteuse oder irgendwas anderes. Ich habe sogar nicht mal einen Wasserkocher, der hätte zwar noch Platz, aber auf dem Gasherd wird das Wasser eben genauso schnell warm und ein passendes Kännchen habe ich ja auch. Auch so ein paar Verbrauchsgegenstände habe ich nicht. Küchenrolle, Alufolie und Frischhaltefolie zum Beispiel, darauf verzichte ich hauptsächlich aus ökologischen Gründen, aber es spart natürlich schlichtweg auch Platz. Zum Abwischen habe ich Lappen oder wenn es dann doch mal ein Tuch sein soll, gibt es ja noch Klopapier. Statt den Folien benutze ich Aufbewahrungsbehälter oder, um was abzudecken, einfach auch mal einen Teller. Daran mangelt es hier nicht. Ich habe von allem, also kleine Teller, Schüsseln, große Teller, Tassen, Gläser und so weiter, jeweils 6 Stück. Das reicht im Alltag, um keine Knappheit zu haben, bis dann die Spülmaschine wieder gelaufen ist. Besteck genauso. Ich habe einfach geschaut, wie viel Kochbesteck ich benötige und wirklich nur das behalten. Die Gewürze hängen bei mir über dem Herd. Nicht ganz ideal, weil sie natürlich ein bisschen Fett abbekommen, aber für mich funktioniert's. Für die Mikrowelle, auf die ich nicht verzichten wollte, habe ich außerdem ein Regal gebaut, damit darunter noch das Brot Platz hat. So komme ich mit dem Platz in der Küche auch ziemlich gut aus. Die Arbeitsfläche versuche ich möglichst frei zu halten, weil es im ganzen Haus ja die einzige Arbeitsfläche ist, also nicht nur für die Küche, sondern auch für alle anderen Angelegenheiten. Zur Not habe ich noch den klappbaren Esstisch, aber stabiler ist natürlich die Arbeitsplatte in der Küche. Wie sieht es im angrenzenden Bad aus? Im Gegensatz zur Küche ist das nämlich winzig klein, gerade mal 90 cm lang und etwas über 2 Meter breit und davon ist über ein Drittel die Dusche und das andere Drittel die Toilette. Sehr viel Platz ist hier also nicht, aber das brauche ich auch nicht. Die Handtücher bewahre ich im Kleiderschrank auf, dazu gleich, also muss in diesem Schränkchen hier nur Kleinkram Platz finden. Die Schubladen sind genauso winzig wie das Bad, bieten aber Platz genug für mein Make-up, das hauptsächlich aus nur 3 Teilen besteht, Kontaktlinsenlösung und Kontaktlinsenvorrat, Medikamente, Haarbürste, Rasierer und das Ladegerät meiner Zahnbürste. Ihr fragt euch vielleicht, wo jetzt all die Cremes, Gels und Haarklammern sind, die man vielleicht erwarten würde. Die gibt es bei mir einfach nicht. Ich habe genau eine Creme, die meine Mutter selbst herstellt und die lagert im Kühlschrank. Meine Haare und Hände wasche ich mit der Haarseife, ebenfalls von meiner Mutter. Ich verwende keine Duschgels, kein Conditioner, kein Serum, kein Puder, kein was auch immer. Das ist letztlich nicht nur besser für die Haut, es spart auch wieder ein bisschen Platz. Gerade nicht zu sehen, weil ich ihn nicht hier habe, ist mein Föhn. Der kommt später da unten in dieses Dreiecksfach. Da ist er schön aus dem Weg. Hier hat außerdem noch ein kleiner Vorrat an Klopapier Platz. Gehen wir mal weiter zum Kleiderschrank. Das ist alles, was ich habe. Naja, bis auf die genannten 3 T-Shirts und eine Jeans bei meinem Freund. Ein paar Jacken hängen hier außen an der Garderobe. Meistens stehen da auch 1, 2 Paar Schuhe. Der Rest ist aber hier drin. Im Stauraum unter dem Bett habe ich nur Spezialkleidung, die ich sehr selten brauche, zum Beispiel eine Skihose und Sicherheitsschuhe. Zu der Frage, wie man seine Kleidung auf diese Menge reduziert, gibt es schon eigene Videos, die verlinke ich euch hier. Ergänzen möchte ich noch, dass mir hier mein Ästhetikfetisch tatsächlich in die Hände spielt. Da bei mir am besten alles farblich zusammenpasst, kaufe ich nur eine bestimmte Auswahl an Farben. Wenn die Kleidung dann untereinander gut kombinierbar ist, braucht man einfach insgesamt auch weniger Auswahl. Da es bei mir seit einiger Zeit sowieso hauptsächlich Männershirts mit Männerhose und Männerpullover sind,
fällt die Auswahl dann angenehm leicht und nebenbei halten die Shirts auch deutlich länger, weil sie viel robuster sind als die für Frauen. Kleidung, die ich schon mal anhatte, liegt dann tagsüber auf dem Bett und nachts auf dem Schreibtischstuhl. Das sind aber meistens sowieso nur eine Hose und ein Shirt, also alles halb so wild. Ein Vorteil eines kleinen Häuschens ist es, dass alles in Hörweite ist. Ich brauche also kein Radio, wenn ich sowieso einen PC mit Lautsprecher hier stehen habe. Musik höre ich über Streamingdienste oder lokal auf dem Rechner. Filme und Serien beziehe ich ebenfalls online und so spare ich mir die CDs und DVDs im Regal. Naja, bis auf Herr der Ringe, auf den werde ich nicht verzichten. Was Deko betrifft, so dekoriere ich mein Haus hauptsächlich mit echten Pflanzen oder zeitlosen Dingen. Und wenn es zu Weihnachten mal saisonal werden soll, habe ich dafür genau diese 3 kleinen Gegenstände. Lagerplatz brauche ich für Deko also nicht wirklich. Anders sieht es bei Elektronik aus. Ich bin leidenschaftliche Gamerin und ihr ahnt es, Videoproduzentin. Für diese Dinge braucht man Platz. Ich habe deshalb kreative Lösungen gefunden, wo meine Ausrüstung im Haus aufbewahrt werden kann, ohne dass sie im Alltag im Weg ist oder aber so unzugänglich, dass ich dann eben nicht drankomme, wenn ich sie mal brauche. Mein Greenscreen lagert zum Beispiel hinter dem Bett, meine VR-Brille ist oben in dem kleinen Hocker versteckt, ein paar meiner Stative und Lichter sind hinter dem Kühlschrank und meine Akkus sind in besagter Schublade in der Küche, zusammen mit vielem weiteren Kleinkram. Ich überprüfe hier einfach regelmäßig, was ich wirklich brauche und verkaufe Dinge auch wieder, wenn ich sie nicht benötige. Da ich auch hier sehr viel Secondhand kaufe, ist eine gewisse Fluktuation im eigenen Besitz für mich auch ökologisch vertretbar. Meine Arbeit umfasst ja aber nicht nur die Videoausrüstung, sondern auch Büroartikel und anderes. Abgesehen von Schmierpapier und einer Handvoll Stiften habe ich außerdem noch 4 große und ein paar schmale Ordner und ich arbeite jedes Jahr daran, dass es dabei bleibt oder dass es sogar weniger werden. Wo immer möglich bewahre ich Akten digital auf, natürlich mehrfach gesichert. Deshalb reicht auch weiterhin diese kleine Truhe für alle Akten und einen größeren Papiervorrat. Von Bedienungsanleitungen bewahre ich nur die relevante Sprache auf oder, wenn möglich, sogar nur die digitale Version. Wo ich das nicht so gerne mache, ist bei Büchern. Ich habe aber trotzdem im Laufe der letzten Jahre die meisten meiner Bücher weggegeben, weil ich sie einfach nicht nochmal lese und mir nur einige wenige wirklich etwas bedeuten. Die lagern hier oben unter dem Fernseher und auch hier gehe ich einfach regelmäßig durch und sehe, was ich noch behalten möchte. Zur Not wäre aber unter dem Bett auch noch ein bisschen Stauraum für eine kleine Sammlung. Spätestens jetzt fragen sich wahrscheinlich einige von euch, ja, aber was ist mit dem gesamten restlichen Haushalt, den man so hat? Bügelbrett, Sauger, Mülleimer und Co. In einer Sache muss ich euch enttäuschen, ich bügle nicht. Ich achte schon beim Kauf darauf, dass die Shirts möglichst nicht knittern und wenn, sehe das meistens sowieso nur ich, weil ich ja von zu Hause arbeite. Einen Sauger habe ich aber und der ist nicht nur sehr klein, sondern kann auch einfach auseinandergenommen werden, sodass er hier hinten Platz findet. Wer meine Tiny House Vlogs kennt, der weiß das schon. Papiermüll ist hier vorne drin, der Sauger da hinten und der Rest des Mülls ist unter der Spüle. Da ist auch Platz für Werkzeug. Einen großen Drucker habe ich auch, der ist unter dem Bett, weil ich ihn selten brauche. Ein Notfallheizkörper, der aktuell auch in Benutzung ist, lagert normalerweise hinten im Technikraum. Da ist dann auch Platz für Gartenwerkzeug und Farbe. Kleine Sportgeräte liegen im Kleiderschrank bzw. in einem Kästchen oben auf dem Regal. Dreckige Wäsche hat über der Waschmaschine hinter diesen Kisten in einem Kleidersack Platz und überhaupt fällt mir eigentlich nichts ein, was ich noch brauchen könnte und was hier keinen Platz hat. Man darf sich einfach nicht daran orientieren, was man bei anderen Leuten sieht und was man glaubt zu brauchen. Man muss immer nach den eigenen Bedürfnissen gehen. Und weil die sich im Laufe des Lebens eben auch ändern, ist es wichtig, den Wohnraum einigermaßen flexibel zu gestalten, sodass sich der an die Bedürfnisse anpassen kann, wenn sie dann doch mal andere sind. Sprich, für mich ist es im Tiny House wie in einem ganz normalen Haus oder in einer ganz normalen Wohnung, nur dass ich einfach einige für mich nicht so wichtige Dinge weggelassen habe. Weniger Platz erzieht definitiv auch zu mehr Disziplin und das hat für mich hauptsächlich positive Aspekte. Dennoch dauert es natürlich eine ganze Weile, bis man bei einer Menge an Besitz oder bei einem Hausstand angelangt ist, der in so ein 20 Quadratmeter Haus reinpasst. Das ist also ein Prozess. Und dazu habe ich auch schon in anderen Videos mehr gesagt, also schaut euch einfach hier oben in der Minimalismus-Playlist die entsprechenden Videos an. Wie ich auch in anderen Videos schon gesagt habe, das Einzige, woran ich die geringere Grundfläche tatsächlich merke, ist, dass eben schneller das Chaos entsteht, wenn man Dinge einfach stehen lässt. Deshalb ist regelmäßiges Aufräumen sehr wichtig. Wenn man weiß, dass man da nicht so diszipliniert ist, sollte man einfach Abstellflächen einplanen, die man ein bisschen zumüllen kann, bis man sich irgendwann um diese Dinge wieder kümmert. Wer spezielle Hobbys hat, wie zum Beispiel Klavierspielen oder andere Dinge, die viel Platz brauchen, sollte natürlich von Beginn an dafür etwas mehr Raum einplanen. Und das führt letztlich einfach immer wieder zurück auf die Frage nach den Prioritäten. Es wird trotzdem nicht für alle Leute möglich sein, auf 20 Quadratmetern alles unterzubringen, was man braucht. Aber darum geht es ja auch gerade, dass eben der Wohnraum sich an die eigenen Bedürfnisse anpasst und nicht umgekehrt.
Ich habe mich fürs Tiny House entschieden, weil ich weiß, dass in der aktuellen Lebensphase alle meine Dinge hier Platz finden. Das mag für andere Leute wieder anders sein und deshalb versuche ich auch niemanden dazu zu überreden, in ein kleineres Haus zu ziehen, nur weil das aus irgendwelchen Gründen besser sein soll. Deshalb auch am Ende nochmal der Hinweis, dass ich dieses Video natürlich nicht gemacht habe, um zu zeigen, wie toll ich bin, dass ich mit so wenigen Dingen auskomme. Es soll einfach nur eine Möglichkeit aufzeigen, wie man auf so einer Grundfläche gut leben kann. Die mag für manche Leute funktionieren, für andere vielleicht auch nicht. Wer abgesehen von diesem Video noch mehr darüber wissen will, wie es denn ist, in so einem Tiny House zu leben, für den gibt es eine spezielle Playlist, die heißt Leben im Tiny House und dort findet ihr noch viel mehr Videos aus dieser Reihe. Schaut da also gerne mal rein. Für alle, die sich mehr für den Inhalt dieses Kanals interessieren und vielleicht auch mit mir etwas mehr in Austausch treten wollen, dem empfehle ich die Kanalmitgliedschaft oder meine Patreon-Seite hier unten, beziehungsweise hier am Ende des Videos verlinkt. Für monatliche Unterstützer gibt es dort die Möglichkeit, mit anderen Leuten und mit mir in einen Austausch zu treten und über Themen zu diskutieren. Falls das was für euch ist, schaut also gerne rein. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Samstag wieder um 18 Uhr zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.